ich gehe davon aus, dass wir jetzt nochmal komplett alles rausholen. Und das ist auch meine Forderung, dass wir jetzt einmal nochmal über 90, 95 Minuten alles rausholen, diese 3 Punkte einfahren, bevor es in die Winterpause geht. Ist der Ärger über den Auftritt gegen Hoffenheim verraucht? Verraucht würde ich jetzt nicht sagen, extrem ärgerlich, total unnötig. Wir haben es analysiert, mit der Mannschaft auch gemeinsam, aber irgendwann musst du auch den Punkt erreichen, dass du dich dann frei davon machst, die Lehren rausziehst und dich dann vorbereitest auf den nächsten Gegner, in dem Fall VfL Wolfsburg, und das haben wir getan. Du hast gegen Hoffenheim auch wieder sehr aktiv gecoacht. Wie viel von dem erreicht die Jungs überhaupt in diesem lauten Stadion? Eine gute Frage, weil auch wenn ich wüsste, dass gar nichts gehört wird, würde ich weiterhin so coachen, weil ich glaube einfach, dass ein Trainer mit der Mannschaft das Spiel spielen muss. Und ich glaube niemals, auch wenn ich jetzt 20 Jahre Erfahrung habe, dass ich an der Linie stehe und meine Arme verschränke und einfach mir das Spiel angucke. Das bin nicht ich, das wäre auch nicht authentisch. Und ich versuche mit meiner Mannschaft das Spiel zu leben, zu spielen, zu gewinnen. Die Ruhrnachrichten haben am Sonntag geschrieben, BVB zeigt beim 1:1 gegen Hoffenheim pures Mittelmaß. Nicht mal 2 Wochen vorher hieß es noch, BVB-Aufwärtstrend setzt sich fort und Dortmund wieder wie ein Spitzenteam. Ist der BVB jetzt Spitzenteam oder Mittelmaß oder beides? Ja, okay, wenn wir das Tor nicht kassieren, dann sind wir Fünfter. Dann sind wir nicht Mittelmaß. Nur eine Spitzenmannschaft kassiert das Tor nicht. Ich glaube, so wäre es am besten beschrieben. Wir wollen eine Spitzenmannschaft sein. Sind wir noch nicht, weil die Tabelle lügt ja auch nicht. Ja, aber wie gesagt, die Dimension, die dieser Verein mittlerweile genommen hat, dass es Extreme gibt in beide Richtungen, das habe ich nicht anders erwartet. Es gibt ja in dieser Stadt, und das weißt du besser als jeder andere, auch keinen eigentlich, der nicht für den BVB brennt. Passiert es dann auch mal so in so einer Woche, dass Leute an der Tankstelle oder auf dich zukommen und dir erzählen wollen, wie du am Wochenende aufstellen musst? Bestimmt schon mal passiert. Parat habe ich jetzt nichts. Ja, ehrlich gesagt brauche ich jetzt auch nicht von außen, weil ich habe eine sehr große Familie, einen sehr großen Freundeskreis, die mir auch immer wieder erzählen, was ich gut mache, was ich nicht so gut mache. Ich habe 2 Kinder, die haben auch ihre Wunschvorstellungen. Also das ist ja völlig normal. Jeder meint es ja auch gut, wenn ich jetzt beim Bäcker oder im Supermarkt jemanden sehe, der mir sagen würde, ja, du musst das machen und das machen, die wollen ja auch am Ende, dass Borussia Dortmund gewinnt, und deswegen ist das alles gut. Kinder ist ein schönes Stichwort noch, die hast du ja beim Barcelona-Spiel auch dabei gehabt. Passiert es denn auch da mal, dass da ein Kind sagt, so Papa, wann spielt denn der Adeyemi mal wieder? Oder gibt es da noch vielleicht mal ein ganz eigenes Fazit aus dem Kindergarten? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, die haben auch ihre Favoriten. Ja, meine Kleine ist ein Riesenfan von Karim. Sie hofft dann immer, dass Karim spielt. Und diese Frage wird tatsächlich oft gestellt jetzt in den letzten Wochen, weil er nicht dabei war. Mein Großer ist eigentlich, der lebt und leidet mit mir und will, dass wir die Spiele gewinnen. Jetzt ist ja am Sonntag leider wieder ein Spieler verletzt vom Feld. Kannst du schon sagen, ob das zum Wolfsburg-Spiel reichen wird? Ja, er trainiert wieder mit uns. Wir hatten da ein bisschen Glück. Und wir hoffen, dass er zur Verfügung stehen wird am Wochenende. Er trainiert mit uns und sieht gut aus, ja. Und hat der scheinbar unkaputtbare Nico Schlotterbeck die 90 Minuten gut verkraftet? Ja, doch. Auch er trainiert. Das ist ein gutes Zeichen, ja. In Wolfsburg war der BVB bereits in dieser Saison. DFB-Pokal, kein Abend, an den wir uns gerne erinnern.
Was können deine Spieler denn trotzdem aus diesem Abend, aus dem Spiel mitnehmen? Ja, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. In der Situation, in der wir waren. Ich glaube, dass wir mit 11 oder 12 Profis, also Profis, sind alles Profis, aber mit Erfahrung angereist sind, über 220 Minuten eigentlich kein perfektes Spiel gemacht haben, aber ein gutes Spiel gemacht haben, wenig zugelassen haben. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt nochmal komplett alles rausholen. Und das ist auch meine Forderung, dass wir jetzt einmal nochmal über 90, 95 Minuten alles rausholen, diese 3 Punkte einfahren, bevor es in die Winterpause geht. Das sind wir uns schuldig und auch natürlich, wenn man mit Blick auf die Tabelle, wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt nochmal ein 3 einfahren. Bei diesem Pokalspiel hat Wolfsburg einmal unentschieden gespielt, dann 5-mal gewonnen, zuletzt jetzt 2:3 verloren. Was macht Wolfsburg so stark? Das ist eine gute Mannschaft, eine robuste Mannschaft. Man erkennt klare Abläufe. Im Konter sehr stark im Konter. Haben meiner Meinung nach einen guten Mix aus gestandenen Bundesligaspielern und auch viel Talent. Also es ist ein unangenehmer Gegner mit einem Trainer, den ich auch seit Jahren, also den man kennt über Jahre hinweg in der Bundesliga oder in der Premier League, hat er das auch gemacht, hat eine Identifikation, hat sein eigenes Spiel und das ziehen die durch und wurden in den letzten Wochen dafür belohnt. Und ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, das wird nicht einfach, aber wir fühlen uns vorbereitet. Wie sehr hilft so ein Tag frei, auch jetzt, um mal so ein Spiel wie Hoffenheim relativ dann schnell aus dem Speicher rauszubekommen, um den Fokus zu schärfen auf die kommende Aufgabe? Ja, ich weiß nicht, ob man diesen freien Tag braucht, um die Sinne zu schärfen. Es ist aber, ich bin kein Trainer, der in Aktionismus verfällt, weil wir jetzt verloren haben, irgendwie zu sagen, wir müssen jetzt die freien Tage streichen etc. Es geht auch immer wieder um Regeneration und Frische. Und wir haben am Mittwoch das Spiel nochmal komplett analysiert und gemeinsam mit der Mannschaft, haben auch davor und danach viele Gespräche geführt und die Sinne sind geschärft, auch ohne diesen freien Tag. Aber manchmal ist es gut, kurz Abstand für die Jungs, weil wir waren, das ganze Trainerteam war an dem freien Tag hier und wir haben gearbeitet. Als Spieler hat man halt diesen freien Tag, als Trainer ja nicht. Und, aber alles gut, die Jungs sind erholt, trainieren gut und ich habe auch das Gefühl, dass sie verstanden haben, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben gegen Hoffenheim. Weil du auch sagst, ihr als Trainer wart hier. Die BVB-Fans kennen es von dir, aber auch natürlich auch von Lukas Piszczek, dass ihr wirklich immer harte Arbeiter wart und seid, immer für den Verein total brennt. Wie schwierig ist es da vielleicht auch für dich mal so die richtige Balance zu finden, auch mal zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir vielleicht mal ein bisschen Zeit, um wieder neue Kraft zu tanken? Ja, meine Kraftquelle, es gibt einige Kraftquellen für mich. Die eine ist die Familie natürlich, die Kinder. Da versuche ich so viel wie möglich zu tanken. Dann das zweite ist die Gesundheit, das gute Essen, gut schlafen etc. Und die größte Kraftquelle bleibt einfach in unserem Beruf Siege, gute Trainingseinheiten, dieses Gefühl, wenn deine Spieler zur Verfügung stehen, wenn die fit sind, wenn die gesund sind. Das ist dann auch eine sehr, sehr starke Quelle, von der man sich ernährt. Und man mag es kaum glauben, aber ein Sieg kann auch einige Falten, einige schlaflose Nächte wettmachen. Ja.